Mein Name ist Jennifer Gabel-Diagede und ich bin assoziierte Professorin für französische und spanische Sprachwissenschaft am Institut für Romanistik an der Universität Klagenfurt. Ich habe in den letzten Jahren vor allen Dingen zur Argumentation geforscht, also das heißt, welche regelmäßigkeiten, wiederkehrenden Elemente es in der Argumentation gibt, wie etwa zur Konstruktion von Emotionen oder von einem Selbstbild. Dabei habe ich vor allen Dingen Bittschriften aus Quito, Ecuador, untersucht, und zwar von Versklavten in Gerichtsprozessen. Da ist der spanischsprachige Raum besonders spannend, weil er sich eben durch den Kolonialismus über einen sehr breiten geografischen Raum erstreckt und man da eben Gemeinsamkeiten, Unterschiede sehr gut herausarbeiten kann. Man kann das aber auch auf aktuelle Themen anwenden, also die Methodik, die ich dabei verwendet habe, zum Beispiel um die Argumentation in politischen Reden, in den Medien zu untersuchen. Und da ist unter anderem der Einfluss der Social Media auf diesen Bereich in den vergangenen Jahrzehnten interessant. Durch den Blick auf andere Kulturräume, Zeiträume erkennen wir vieles auch über unsere eigene Sprache und Kultur. Man kann auch die Relativität zum Beispiel von unseren heutigen Argumentationen zugrunde liegenden Werten erkennen, dass das in anderen Zeiten ganz anders war. Und besonders aktuell, würde ich sagen, ist es relevant, weil es uns Werkzeuge gibt, die zum Beispiel ermöglichen, Manipulation zu erkennen, die das kritische Denken fördern können und die beispielsweise die zugrunde liegenden Werte herausarbeiten lassen bei aktuellen Argumentationen, was gerade in den sozialen Medien heutzutage sehr wichtig ist. In der Zusammenarbeit mit den Studierenden schätze ich besonders diesen Austausch, den frischen Blick. Oder gerade hatte ich eine Bachelorarbeit zum Thema Verarbeitung von Trauer in WhatsApp-Gruppen, was auch sehr spannend war, wo man eben vorhandene Methoden dann auf neue Bereiche gemeinsam oder im Austausch anwenden kann.